Ich bin natürlich immer bestrebt, für mich und natürlich auch für euch das beste Zubehör für die DJI Mini 3 zu finden. Und dieses kleine Paket wird die Menschheit retten, es wird die Welt verändern. Nein, so schlimm ist es nicht, aber in Bezug auf den Nachtflug mit deiner DJI Mini 3 Drohne könnte es dir weiterhelfen, die Drohne wirklich zu sehen. Du brauchst keine Batterie, du brauchst nichts als dieses Paket und was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt mal in meinem Video an. Ich habe euch in einem meiner Videos diese kleinen Lichter empfohlen. Die sind auch gut, die sind gesetzeskonform und die sind super. Einziges Manko war natürlich, dass bei mir auf der Küchenwaage 249 Gramm stand und einige von euch nachgemessen haben und teilweise auf 250 Gramm gekommen sind. Der Hersteller gibt hier 3 Gramm an, was auch nicht stimmt, aber die Grammmarke ist natürlich dann immer ein bisschen kompliziert, wenn sie 249 Gramm überschreitet. So, die Lampe ist nochmal in meiner Videobeschreibung verlinkt, wer sie haben möchte. Es gibt 4 davon in einem Paket, aber ich habe vielleicht eine gute Lösung gefunden, das Ganze so zu machen, dass man keine Batterien braucht, dass man gleichzeitig nicht die 249 Gramm überschreitet und dass man die DJI Mini 3 im Dunkeln sehr gut sieht, ohne jetzt Lichter zu befestigen, denn du weißt, wenn du die DJI Mini 3 in der Nacht fliegst, ist sie nicht sichtbar, wenn du von hinten schaust. Von vorn sind ja dann immer die kleinen Positionslichter noch an, allerdings dann auch nicht, wenn du die Aufnahme aktivierst, was dann bedeutet, die Drohne verschwindet im Dunkeln. Und mit diesen kleinen Streifen kannst du es bewirken, dass die Drohne trotzdem sichtbar bleibt. Und wie genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Paket besteht aus kleinen Aufklebern. Da ist nicht sehr viel drin. Da sind dann diese grünen Aufkleber drin, die du dann hier einfach nur abmachen musst von der Vorlage. Und dann siehst du, hast du hier so ganz kleine Streifen, die du dann hier an die Seiten von deiner Drohne klebst. In meinem Fall klebe ich das immer sehr gern mal nach hinten, weil ich sehe ja die Drohne von hinten nicht. Von vorne hat sie ja diese wunderbaren LEDs, aber von hinten sehe ich sie nicht und ich verziere sozusagen mal die Seiten mit diesen Aufkleberstreifen und denke mal, ich habe dann einen ganz guten Effekt, wenn ich das dann sozusagen im Dunkeln hier aufgeladen sehe, und das ist auch nicht kompliziert. Du klebst einfach bloß hinten die Dinge ran und kannst die natürlich auch wieder gut abmachen. Das geht sehr schnell und sehr einfach. Also deine Drohne beeinträchtigt das nicht in irgendeiner Form. Schreiben die auch. Also es behindert weder Signal noch andere Geschichten hier bei der DJI Mini 3. Man muss natürlich beachten, dass man die DJI Mini 3 Pro auch etwas im Licht stehen lässt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich probiere es jetzt mal so eine halbe Stunde, denke ich mal, das müsste reichen. Denn wir kennen es ja alle von diesen Kinderzimmern-Aufklebern. Das ist der gleiche Effekt. Dann leuchtet es. Ja? Macht man das Licht aus, hat man dann an der Decke Sterne und andere Dinge. Und anders ist das hier auch nicht mit diesen Aufklebern, nur dass die kleiner geschnitten sind, sodass die auf die DJI Mini 3 passen. Bin gespannt, was hier rauskommt bei den Nachtaufnahmen, und ihr werdet es jetzt erleben. Für alle Gewichtsspezialisten unter uns, die natürlich sagen, ei, die Drohne könnte jetzt über 249 Gramm wiegen, kommt jetzt mal die Auflösung. Die Drohne wiegt exakt mit diesen Aufklebern 249 Gramm. Und das könnte wirklich das Nachtlichtproblem für dich und für andere lösen. Diese kleinen Aufkleber, die halten die Drohne noch in dem gültigen Gewichtsbereich, blinken zwar nicht, vorne blinkt's, aber sie reflektieren hier sozusagen das gespeicherte Licht und sind in der Nacht sichtbar. Also es ist auf alle Fälle eine gute Übergangslösung, bis es andere Lösungen gibt, hier für die DJI Mini 3 Pro, um dort mal den Nachtflug zu vollziehen und gleichzeitig die Drohne natürlich auch auf entfernte Strecken zu erkennen. Hier im Studio sieht es natürlich schon mal super aus. Es ist völlige Dunkelheit. Die Sony A7S III bringt aber trotzdem noch genug Power, um das ordentlich darzustellen. Ich war natürlich auch in der Nacht für euch unterwegs und habe die Drohne gefilmt. Leider nur mit dem iPhone, darum entschuldigt bitte die Qualität der Aufnahmen. Aber mit der DJI-Steuerung und meiner Kamera in der Hand wäre das wirklich nichts geworden. Man sieht aber auch, dass die DJI Mini 3 deutlich besser zu sehen ist als ohne die Lichtstreifen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Zubehör findet. Ist es in euren Augen sinnvoll oder nur Unsinn? Würde mich freuen, und ich sage jetzt schon mal Danke im Voraus.
Kommen wir zum Fazit und ich bin wirklich der Meinung, dass es mir persönlich weiterhilft, diese Leuchtstreifen an der Drohne in der Nacht zu haben, denn du siehst die Drohne wirklich deutlich besser. So in der Entfernung 10 bis 30 Meter hast du hier echt eine gute Übersicht und nochmal die Kontrolle, wo deine Drohne am Himmel verschwindet. Besser als wenn sie gar nicht zu sehen ist, denn wie gesagt, wenn du die Aufnahme aktivierst, sind natürlich die Kontrollleuchten ebenfalls aus. Was möglich ist, ist, dass du die Leuchtstreifen auflädst, das heißt, du packst die Drohne einfach 10 Minuten mit den Leuchtstreifen in helles Licht bzw. in helle Scheinwerfer und dann sind die Leuchtstreifen schon so weit aufgeladen, dass sie dich ungefähr so knappe 20 Minuten im Flug begleiten. Danach wird dann die Leuchtkraft auch geringer. Ist aber nicht so schlimm. Du kannst sie natürlich, wenn du unterwegs bist mit dem Auto, ebenfalls nochmal 5 bis 6 Minuten an die Kfz-Scheinwerfer halten und schon ist das Licht für deine Drohne wieder da. Sie benötigen keine Batterien. Sie sind nicht schwerer, also sie machen die Drohne sozusagen nicht schwerer. Du hältst immer noch alle Gesetze ein und für mich ist das ein gutes Gadget. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht habt ihr die gleichen Probleme, dass ihr die Drohne nicht seht in der Nacht. Vielleicht hilft euch dieses Paket weiter. Hier sind 8 Euro, glaube ich, bei Amazon. Ich verlinke das nochmal in meiner Videobeschreibung. Fällig für dieses kleine Paket. Ich habe mir 2 Pakete gekauft, damit ich sozusagen noch ein bisschen mehr Leuchtstreifen an die Mini 3 kleben kann. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit diesem kleinen Gadget. Vielen Dank fürs Anschauen. Gebt mir gerne ein Like und ein Abo. Und damit tschüss, bye bye und winke, winke und sehr gern bis zum nächsten Video.